Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich setze mich heute mal in meinen Renault Zoe bei minus 20 Grad rein und taue das Auto mal ab. Schauen einfach mal, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob alles reibungslos läuft. Und ich setze mich jetzt einfach mal rein und gucken mal. Was ist zum Beispiel noch an Reichweite drauf? Meine Winter minus 20 Grad fast extrem. Und ja, minus 17, wie du siehst. Und am Ende bleiben mir bei 99% noch ungefähr 170 Kilometer übrig. Das ist im Winter relativ extrem. Du siehst 25,2 Kilowatt Verbrauch. Das ist allerdings auch mit Lenkradheizung, Innenraumheizung, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Beleuchtung, Scheibenwischer und so weiter und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt dann gleich mal die Scheibenheizung, also die Abtaufunktion einschalten. Die Abtaufunktion kannst du auch über die Fernsteuerung einschalten, über deine App auf dem Telefon. Das geht auch wunderbar und diese Vorklimatisierung läuft immer 10 Minuten. Und nach 10 Minuten, wie du gleich sehen wirst, ich habe es jetzt hier im Zeitraffer gemacht, gepresst auf 2 Minuten, ist das Auto wirklich so weit abgetaut, dass du einsteigen kannst. Du hast im Innenraum auch bei 17 Grad minus zwischen 5 und 10 Grad, also auch relativ angenehm. Und dann geht es hier mal los. Bei 17 Grad minus, dass so die Scheiben auftaut. Als erstes muss ich natürlich anmachen. Ich mache mal das Radio hier aus. Und habe hier unten die Auftaufunktion. Da drücke ich mal drauf. Und sehen jetzt einfach mal in Live, in welcher Geschwindigkeit was jetzt auftaut. So, ich würde schon fast behaupten wollen, dass in ungefähr, vielleicht 8 Minuten ungefähr das Auto hier komplett aufgetaut ist. Ich habe hier nichts gemacht, ich habe nichts gekratzt oder irgendwas. Habe mich einfach nur reingesetzt, habe schön die Lenkradheizung angemacht, habe die Sitzheizung angemacht, dass schön warm ist. Die Heckscheibe ist schon seit gut 3-4 Minuten aufgetaut. Die Frontscheibe ist komplett aufgetaut. Klar, diese kleinen Eisränder im unteren Bereich der Scheibe, gut, das ist nicht gerade zu bemängeln. Ansonsten schätze ich natürlich an dem Zoe, egal wie kalt das ist, reinsetzen, Startknopf drücken, Gang rein und dann geht das sofort los. Ne? Dann fährt das sofort los. Da gibt es keine Startschwierigkeiten, keine leeren Batterien, kein Gestinke, keine Abgase. Also ein wirklich absoluter Traum, wunderbar. Renault hat da wirklich ein klasse Auto gebaut, was wirklich, wie wir schon sehen, allwettertauglich ist. Die Heizung ist super. Man kann auch parallel die Klimaanlage noch betreiben, wenn man das möchte. Ich kann es euch nochmal zeigen. Du kannst hier, wir hatten vorhin die Schnellklimatisierung gehabt. Hier haben wir in dem Fall auch die normale manuelle Klimatisierung, nicht die Autoklima. Aber das ist nicht so schlimm. Du kannst hier auf AC drücken und dann ist sie sofort an.
und kann auch im Winter den Innenraum austrocknen, falls zum Beispiel Schnee reingetragen wurde und so weiter. Das ist dann richtig gut. Ja. Damit würde ich sagen, ich fahre jetzt los zu meinem Termin und hoffe mal auf freie Straßen. Wenn es euch gefallen hat vom Video her, klickt doch einfach auf Abonnieren und drückt auf die Glocke, dass ihr weitere Videos nicht verpasst. Bis dann, euer René. So, kleiner Nachtrag nochmal. Wir haben immer noch 16 Grad minus. Und ich bin jetzt ungefähr 10 Kilometer gefahren. Auto ist natürlich schön warm. Ich habe wenigstens 20, 22 Grad hier hinten. Lenkradheizung an, wunderbar warm, Rücken warm durch die Sitzheizung. Also alles kein Problem. So zuverlässig angekommen, auch keinerlei Probleme. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, der Zoe hat ja die Vorklimatisierung über die App. Also du kannst von der Sache über die App die Vorklimatisierung starten, aufmachen, draufdrücken, dann heizt im Winter oder erkühlt im Sommer vor mit dem Ziel 21 Grad Innenraum. Und damit ist es so, dass es bei 16, 17 Grad minus das Auto nach den 10 Minuten Vorklimatisierung komplett abgetaut ist. Also mit dem Elektroauto, insbesondere dem Zoe, musst du auch nicht mehr kratzen früh.